Herzlich willkommen, lieber Widder, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 21. Januar bis zum 30. Januar. Das ist die erste Dekade im Sternzeichen Wassermann und wir verlassen jetzt die Erdenergie, die erdverbundene Energie vom Steinbock und wenden uns der Luftenergie vom Wassermann zu. Das beeinflusst uns alle unterschiedlich stark und da möchte ich mir heute anschauen, wie diese Energien bei dir ankommen. Zu der aktuellen Dekade. Diese Dekade startet mit einem Neumond am 21. Januar, also direkt am Beginn der Dekade. Danach bauen sich die Energien neu wieder auf. Ja, schauen wir mal, wie diese Dekade bei dir ankommt, lieber Widder. Eine Karte für dich, eine Karte für Widder für diese Dekade. Der Mond. Da wartet eine wichtige Herausforderung vor dir in dieser Dekade. Vielleicht hast du bereits schon einen wichtigen Termin oder ein wichtiges Treffen oder tatsächlich einen Auftritt, eine Präsentation. Irgendwie sowas könnte es sein. Oder in einer oder eine andere Situation, die es erfordert, dass du über dich hinaus wächst. Vielleicht geht es auch hier einfach nur darum, dass du dein Herz öffnest, aber das kann auch sehr herausfordernd sein. Auf jeden Fall wird dich diese Situation in eine neue Lage versetzen, in eine neue Welt bringen. Und das ist auch der Grund, warum es so schwierig ist, diesen Weg am Anfang zu gehen, weil man etwas unsicher ist, was einen erwartet. Was auf einen wartet, also ja, genau, weil man in diesem Bereich keine Erfahrung hat, kann man das nicht richtig einschätzen. Im Vorfeld könntest du deswegen auch mit sehr starken Gefühlen konfrontiert sein, aber es ist so eine Art Test, ob du diesen Weg wirklich gehen willst. Dein Herz ist sich auf jeden Fall sicher, dass es diesen Weg tatsächlich auch gehen möchte. Manchmal hat diese Karte auch etwas von Lampenfieber oder von einer gewissen, Nervosität im Vorfeld einfach. Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das bei dir bezieht. Hier haben wir den Tiger. Sehr viel Leidenschaft, Freude am Leben. Freude auch an den sinnlichen Genüssen, auch an der Sexualität, sehr viel Ehrgeiz, Power und Motivation. Und diesem Gefühl möchtest du auch nachgehen. Dieses Gefühl möchtest du frei ausdrücken können. Das ist dir wichtig in dieser Dekade. Es wird aber wichtig sein für dich. Es wird dir helfen, wenn du deine Energie gut portionierst, wenn du deine Ressourcen gut aufteilst, wenn du klug und taktisch überlegst und auf längere Sicht fährst. Wenn du einfach klug vorgehst. Also irgendwie braucht es hier ein strategisches Vorgehen deinerseits. Deswegen lass Vernunft walten, ne? Also irgendwie sollst du hier schrittweise vorankommen und nicht mit einem Hauruck. Es wird sich ein neuer Weg, habe ich ja hier schon gemeint, für dich eröffnen. Eine Situation, in der du keine Erfahrung hast, ein neuer Weg, den du gehen wirst tatsächlich. Also da sehe ich auf jeden Fall, dass du diese Herausforderung meistern wirst, dass du dich dafür entschließen wirst, einen Schritt nach vorne zu gehen und über dich hinauszuwachsen und diesen neuen, vielleicht etwas unkonventionellen Weg gehen wirst. Das ist vielleicht ein Weg, der dir jetzt am Anfang der Dekade noch nicht klar ist, der sich dir erst eröffnet.
Mit welchen Herausforderungen hast du es noch zu tun? Die Ausgleichung. Dein Urteilsvermögen ist sehr gut. Das ist sehr positiv für diese Karte, für dein strategisches, taktisches Vorgehen, denn du kannst die Situation im Geiste wirklich sehr gut erfassen und beurteilen. Deine mentalen Kräfte sind sehr stark und du hast auch ein gewisses stabiles inneres Gleichgewicht, was dir in dieser Dekade zugutekommt, wodurch du einfach auch gelassen bleibst, egal wie groß die Herausforderung ist, die vor dir liegt. So eine innere, stabile Ruhe. Harmonisches Miteinander, ne? Oder auf jeden Fall faires Miteinander, gute Kommunikation. Eine gute Zeit, um Verträge zu unterschreiben und geschäftliche Absprachen oder auch Absprachen betreffend eines Beziehungsrahmens zu treffen. Also man kann hier gut kommunizieren und da herrscht eine gewisse Gerechtigkeit, eine gewisse Fairness, gleichberechtigte Verhältnisse und Ehrlichkeit. Und das ist dir auch klar, das ist dir bewusst. Durch gewisse Gespräche könnten sich neue Einsichten ergeben. Du bist um das gesellige Miteinander um dich herum, das sich auch sehr harmonisch und offenherzig zeigt, sehr dankbar und sehr froh und kannst hier sehr viele schöne Stunden mit den Menschen in deiner Umgebung verbringen. Leichtigkeit zeigt sich hier auch, Liebesglück, Freude am Leben. Und dass auch alles klar ist. Also diese Karte steht auch für Erkenntnisse. Dein Urteilsvermögen ist ja sehr gut und ich kann mir vorstellen, dass du hier neue Einsichten bekommst, neue Themen, die recht offen miteinander kommuniziert werden. Du hast in der Vergangenheit einiges losgelassen. Du hast dich von einigen Themen befreit, vielleicht auch eine alte Trauer verarbeitet und startest jetzt mit neuer, regenerativer Energie, neu erstarkt. Und in dieser Dekade wird einiges in dein Leben aufblühen und sich sehr positiv entfalten können und heranwachsen, weil du gewisse Dinge in deinem Leben losgelassen hast. Das ist der Grund. Du fühlst dich jetzt auch irgendwie befreiter, entlasteter und kannst daher dem Leben auch zuversichtlich entgegentreten. In deinen Gedanken ein Prinz der Schwerter, eine Person der Luft, eventuell ein Luftzeichen, ne? Wassermann, Waage, Zwilling. Waage kommt hier auch sehr stark raus. Vielleicht auch Fische, vielleicht auch eventuell Schütze, aber da bin ich mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall kann diese Karte für eine Person in deinem Umfeld stehen oder diese Karte bezieht sich auf deine Energie, dass du zum Ritter der Schwerter wirst. Prinz der Schwerter, Entschuldigung. Wir müssen ja auch manchmal andere Temperamente zeigen als unser eigentliches Temperament, das bei dir Feuer ist, also Stäbe. Ja, aber vielleicht hast du es auch mit einem Luftzeichen zu tun, das dich diesbezüglich inspiriert. Der Prinz der Schwerter ist eine etwas unreife Karte, kann auch manchmal ein Sohn oder eine Tochter sein. Also aktuell unreife Person. Ob die Person generell so unreif ist, ist dahingestellt, aber aktuell verhält sich diese Person etwas unreif. Kann aber dadurch offen und neugierig aufs Leben zugehen, mit einer gewissen Unbedarftheit und Flexibilität und Wissensdurst. Der Prinz der Schwerter hat auch viele Ideen, ist manchmal etwas durch den Wind, etwas Luftzeichen, etwas sprunghaft, aber doch immer sehr charmant und sehr witzig und nimmt das Leben auch manchmal einfach etwas leichter. Vielleicht
Hast du irgendwie im Moment das Bedürfnis, so eine Person sein zu wollen und denkst viel darüber nach? Oder eben, das ist eine andere Person in dein Umfeld und aus irgendeinem Grund denkst du viel über diese Person nach. Wir schauen mal, was dahinter steckt. Was denkt der Prinz der Schwerter? Ja, diese Person ist sehr optimistisch und empfindet neue Begeisterung, ist voller Leidenschaft. Deswegen könnte es sehr gut sein, dass du der Prinz der Schwerter bist. Voller Leidenschaft, voller Motivation und sieht irgendwie, formuliert für sich neue Ziele, vielleicht auch eine neue Leidenschaft. Also es kann auch hier eine neue Beziehung andeuten, die dann auch sehr stark von Sexualität geprägt ist, ne? Wo das Sexuelle doch sehr reizvoll ist und es hier starke Anziehungskräfte gibt. Die Prinzessin der Kelche ist ebenso eine jüngere Person, vielleicht ein bisschen älter als der Prinz der Schwerter, aber auch mit wenig Erfahrung. Eine Person des Wassers. In der Kombination sind wir bei Fisch oder Waage im Besonderen. Aber ansonsten kann diese Person auch Krebs oder Skorpion sein. Skorpion zeigt sich auch hier. Hier zeigt sich, es könnte sich hier um eine Paarsituation handeln, ne? Wobei einer von euch, diese Wasserperson, darstellt und die andere diese Luftperson, je nachdem. Aber es kann sich auch auf die gleiche Person beziehen und es kann sich auch auf dich beziehen, beide Karten. Die Prinzessin der Kelche ist ein wenig emotionaler, eine sehr verträumte Person, die ihrer Fantasie, ihrer musischen Fähigkeiten nachgeht, sehr an Menschen und an Mitmenschlichkeit interessiert ist, sich auch auf die Gefühle anderer Menschen einlassen kann, aber diesbezüglich noch so nicht so viel Verantwortung übernehmen kann, weil diese Person ist auch oft mit ihren eigenen Gefühlen sehr beschäftigt. Eine Person, die offen und klar ihre emotionale Seite zeigt und auch eine romantische Seite hat, ne? Also eine Romantikerin oder ein Romantiker sein kann. Also über diese Situation denkst du viel, viel nach. Und ich glaube schon, dass da mindestens eine Person involviert ist. Kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Es ist sehr wahrscheinlich. Das kann sich eben auch auf eine Gruppe von Menschen beziehen, ne? Ja, vieles möglich. Wie sich das in eurem konkreten Leben darstellt, kann sehr unterschiedlich sein. Ja, du kommst gut voran. Taktisch, klug, das finde ich gut. Du kommst gut voran, machst jeden Tag kleine Fortschritte. Also so auf der Arbeit oder so im Arbeitsalltag oder auch was immer du dir vorgenommen hast auch in dieser Dekade, bekommt durch stetige Kontinuität einen guten Schub nach vorne. Ne? Da gibt's, also das stresst dich auch nicht, sondern das ist eine sehr entspannte Energie und man schafft trotzdem ganz viel. Und das ist sehr, sehr gut. Hier baust du auch so allmählich etwas für deine Zukunft auf. Es hat irgendwie Bestand. Erfolg kommt auch bald rein, besonders am Anfang der Dekade, zwischen den 21. und 26. Januar könntest du mehr Geld bekommen oder öffentliche Anerkennung, Wertschätzung für deine Arbeit und viele Handlungsstränge werden sich zusammenfügen und etwas Ganzes bilden, sich miteinander verbinden und so halt mehr Materie schaffen. Aus diesem Grund bekommst du mehr Erfolg, weil sich etwas hier zur Vollständigkeit hin entwickelt oder zu einer gewissen Ernte. Das ist natürlich hier auch ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Du bist motiviert durch die Prinzessin der Kelche. Ja, also ich glaube schon, ich kann mir gut vorstellen, dass du der Prinz der Schwerter ist und dein Gegenüber die Prinzessin der Kelche. Dass diese Person ein bisschen emotionaler ist, ein bisschen sanfter, ein bisschen verträumter, musisch, kreativ.
Auf jeden Fall motiviert diese Person dich zurzeit und diese Person ist dir sehr, sehr wichtig. Was denkt die Prinzessin der Kelche? Die Prinzessin der Kelche ist am Hin und Her überlegen, ist sich aktuell nicht sicher und kann so nicht so richtig klar sehen, wohin ihr Fazit führen wird. Diese Person lernt gerade sehr wichtige Dinge hinzu und erweitert ihr Bewusstsein. Und diese Person ist auch mit den Prinzen der Kelche verbunden. Ja, in manchen Fällen kann das natürlich auch eine dritte Person sein, muss ich schon leider sagen. Aber in manchen Fällen werdet ihr euch so ein bisschen an diese Wasserperson anpassen und selber sehr viel wässriger werden, euch in diese emotionalen in diese, ja, euch in diese emotionale Tiefe bringen. Aber auf der Ebene seid ihr natürlich komplett unerfahren. Oder komplett nicht, ne? Also wir haben ja alle Gefühle, aber in Bezug auf diese Prinzessin auf jeden Fall unerfahrener in Relation dazu. Es könnte natürlich hier auch eine ganz andere Situation dargestellt sein. Vielleicht ist diese Person auch, muss sich gerade zwischen zwei Menschen entscheiden und ist so am Hin und Her überlegen und kommt nicht zu einer Entscheidung. Muss erstmal etwas einsehen, bevor sie hier eine Entscheidung treffen kann. Ja, ich sehe hier sehr viel Unentschlossenheit bei dieser Person. Aber du hast mehr Gestaltungskraft in dieser Angelegenheit, als du denkst. Du bist tatsächlich tatsächlich in der Lage, die Situation nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Du strahlst sehr viel Faszination auf deine Mitmenschen aus und ich kann mir schon vorstellen, auch auf diese Prinzessin der Kelche. Diese Prinzessin der Kelche kann auch eine männliche Person sein, ne? Es kann auch sein, dass du die Prinzessin der Kelche bist und dein Gegenüber, der Prinz der Kelche, aber eine weibliche Person, könnte möglich sein. Also viele Kombinationen sind hier möglich. Fakt ist, eine Person ist am Zweifeln, die andere ist Feuer und Flamme. Und du bist in der Lage, die Situation nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Du hast hier sehr viel Gestaltungskraft. Du gehst auch mit einer gewissen Neugier an die Sache heran. Du hast spielerische Fähigkeiten aktuell. Und kannst deine Vorstellung in Materie umverwandeln. Du bist auch in der Lage, Menschen für dich zu begeistern. Sogar auch in gewisser Weise Menschen zu manipulieren, wenn du das möchtest. Das klingt irgendwie immer so negativ, aber es gibt ja auch positive Manipulationen. Eben schon allein, indem du Begeisterung bei den Menschen auslöst. Und hier gibt es eben durch den Magier so eine starke Faszination für jemanden, oder eben, dass jemand Faszination für dich empfindet. Ja, du möchtest auch dieses Ass der Stäbe. Du möchtest das auch haben, wenn das eine andere Person ist. Und strebst danach, möchtest
Du hast hier auch den Tiger, du möchtest deiner Leidenschaft, deinen Wünschen, deinen Ehrgeiz frei nachgehen können, auch deiner Sexualität, deine Sexualität frei leben können. Ja, das sieht mir hier sehr, sehr gut aus. Erfüllung, Glück, Frühlingsgefühle, Verliebtheit, ein neuer Weg, ne? Vielleicht ist diese Person wirklich so am Hin und Her überlegen und ihr könnt hier vielleicht tatsächlich es schaffen, eine gute Regelung zu finden, wie ihr mit dieser Dreierkonstellation umgehen könntet. Ne? Sowas wäre hier möglich. Es sind eigentlich ganz gute Vorzeichen dafür, dass man hier zu einer fairen Absprache kommt, die für alle Beteiligten auch wirklich gerecht ist. Und du bist auf jeden Fall bereit oder durch den Prinzen der Schwerter oder als Prinzen der Schwerter bist du bereit, auch mal was Neues auszuprobieren, etwas Unkonventionelles. Hier ist ja ein neuer Pfad. Und manchmal deutet diese 3 Kelche auch auf eine Dreierkonstellation hin. Manchmal. Also es muss nicht unbedingt sein, es kann auch sich um ein anderes Thema handeln oder eben die Verhältnisse zwischen euch sind alle sehr, sehr unterschiedlich und es können ja auch hier familiäre Strukturen gezeigt sein. Auf jeden Fall sind hier faire Absprachen möglich, ein unkonventioneller neuer Weg, der dich mit Leidenschaft erfüllt und es wird ein gutes Ende nehmen. Es wird doch sich erfüllend für alle Parteien anfühlen. Alle werden das gut finden und man wird hier doch zu erfreulichen Ergebnissen kommen, die eine gewisse Harmonie herstellen. Und die sich vor allem auch leicht anfühlen. Ja, es wird schon eine eher leicht herzige Dekade bei dir. Mit viel Frohsinn und auch so der Neugier nachgehen, Experimentierfreude, etwas Neues ausprobieren, ohne Erwartungsdruck. Also du bist auch mit dir selber voll im Reinen, du weißt, was du willst. Du hast keine Zweifel, weder an dir noch an deiner Umgebung und bist hier voller Zuversicht und Mut. Die Prinzessin der Kelche ist so am Zweifeln, ne? Also vielleicht nicht unbedingt euch bezüglich, sondern ihrer eigenen Zukunft bezüglich. Irgendwas gibt es da, was diese Person nicht versteht, wodurch diese Person am Hin und Her überlegen ist und da irgendwie den Weg nicht rausfindet. Da sind offene und ehrliche Gespräche sind hier auf jeden Fall möglich und vielleicht sogar notwendig, damit sich eure Verbindung intensiviert. Und dass du halt offen bleibst und offen für alles, was diese Person zu sagen hat, ne? In welchem Dilemma diese Person steckt. Es ist vielleicht überhaupt gar nicht dein Problem, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass das Zuhören an dieser Stelle, das offene und faire und selbstlose Zuhören, ne, so ganz aufmerksam, hier doch zu guten Ergebnissen führen kann. Was sagt denn das Mondorakel zu deiner Situation? Glaub an das Unmögliche. Ja, du hast allen Grund, zuversichtlich in die Zukunft zu blicken, lieber Widder. Ja, es wird eine schöne Dekade. Glaub an das Unmögliche, es ist vieles, vieles möglich. Du hast vieles selbst in der Hand, ne, der Magier. Deswegen, ich glaube, wenn du hier an dieser Person interessiert bist und du hast tatsächlich eine Konkurrentin, einen Konkurrenten mit deinem Optimismus, mit deiner klaren, direkten Art, gehst du hier als Gewinner oder als Gewinnerin heraus, ne? Auf jeden Fall. Ja, lieber Widder, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass dich diese Legung inspiriert hat. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, eine wunderschöne, bereichernde und erfüllende Dekade. Alles Gute und bis bald mal wieder.
Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.